Okay. So, jetzt funktioniert's. Erstmal alle herzlich willkommen. Tut uns leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Wir hatten noch ein paar technische Probleme, das sollte hoffentlich jetzt gelöst sein und das sollte jetzt laufen. Bevor wir anfangen, zwei Sachen. Es laufen Fotografen rum, die werden Bilder machen, die wir danach auch verwenden wollen. Das heißt, wenn jemand nicht auf dem Bild sein will, beziehungsweise nicht will, dass wir ein Bild verwenden, in dem er irgendwie drauf sein könnte, sich bitte dann danach bei uns melden und wir werden versuchen, irgendwie die Leute aus den Bildern dann dementsprechend rauszuschneiden. Müssen wir leider ansagen, genau. Es wäre nett, wenn das niemand macht. Zweite Sache, leider müssen wir das auch ansagen, wäre eine nette Überraschung, aber wir müssen es ansagen. An einer gewissen Stelle, und zwar wenn wir die Kapsel dann zeigen, gibt es Strobolichter. Falls jemand Probleme mit Strobolichter haben sollte, bitte die Augen zumachen oder sowas. Oder rausgehen, aber nur, dass ihr Bescheid weißt, irgendwann gibt es einen Countdown zum Unveiling und da gibt es Strobolichter. Somit habe ich euch informiert, jetzt geht's gleich los. So, meine Damen und Herren, nochmal herzlich willkommen zum diesjährigen Rollout des TUM Hyperloop Teams. Mein Name ist Gabriele Semino und ich bin der Vorstandsvorsitzender von Next Prototypes. Und gleich stellt sich die Frage, okay, was ist dann eigentlich Next Prototypes? Und Next Prototypes ist ein Verein, den wir vor weniger als einem Jahr gegründet haben. Der wurde gegründet von ehemaligen vorigen Hyperloop-Projekten. Und man fragt sich, okay, warum denn eigentlich? Und bei den vorigen Projekten ist uns was aufgefallen, und zwar, wie wichtig Prototypen eigentlich sind. Prototypen sind wichtig, vor allem bei neuen Technologien, um am Anfang ersten Ideen testen zu können, ersten Sachen bauen zu können und schauen, ob sie funktionieren. Die sind aber auch erstaunlich wichtig für uns Studenten. Denn als Studenten hatte man schon im Laufe des Studiums die Möglichkeit, die ersten Ideen zu entwickeln, erste Entwürfe zu machen, Sachen auszulegen, Sachen zu bauen, Sachen zu testen, Sachen in der Hand zu halten. Und somit, aus diesem Grund, haben wir auch diesen Verein gegründet. Wie gesagt, dieser Verein ist relativ jung, wie gesagt, ein paar Monate her, und somit ist TUM Hyperloop auch unser einziges Projekt momentan und dies auch die erste offizielle Präsentation des Vereins. Wir hoffen natürlich, dass es in den nächsten Jahren das vorangeht und vielleicht mit mehr Projekten und mehr Präsentationen. Aber heute, ich halte die Präsentation nicht mehr auf, wir fangen gleich an mit der ersten Präsentation von Next Prototypes. Vielen Dank, dass Sie da sind, genießen Sie die Show.
So, ja, alle großen Ideen, die die Technologie weiterentwickelt haben und unsere Welt verbessert haben, waren am Anfang nur eine komische Idee. Etwas, die keiner glaubte, die wirklich funktionieren würde, aber jemand war immer noch stolz, ich will das weiter versuchen. Andere mit selben Träumen haben versagt, ich mache es weiter, bis irgendwann es klappt und dann alles geht viel schneller. Und dann haben die Leute Vertrauen und dann machen sie weiter. Und daran geht es. Und mit solchen Versuchen haben wir heutzutage sehr, sehr viele Möglichkeiten, um die Welt sich zu bewegen, Waren zu transportieren und so weiter. Von Flugzeugen, die durch Kontinenten in Stunden fliegen, oder mit den Autos, die zu jedem Dorf gehen. Das alles war irgendwann Spinnerei. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht besser werden. Sie werden jedes Jahr besser. Schrittweise ein bisschen besser. Ein Motor, der 1% effizienter ist. Eine Struktur, die ein bisschen leichter wird. Aber das alles bringt irgendwann nicht mehr. Du musst viel machen, um eine kleine Verbesserung zu kriegen. Und dann, wenn dieser Punkt schon erreicht ist, muss man schon wieder an was Neues denken, was Neues versuchen. Die Idee, Transportmittel, so Waren, Leute in einer Röhre auf sehr hohen Geschwindigkeit zu transportieren, ist nicht unbedingt neu. Aber seit 2013 hat es einen sehr coolen Namen, einen neuen Namen, so Hyperloop. Und seitdem versuchen Gruppen von Studenten und von neu gegründeten Startups und Firmen sowas in die Richtung zu bauen. Das hat mit Elon Musk angefangen, aber heutzutage das ist wirklich viel mehr. So, wie sieht Hyperloop aus in 2019? So fast 6 Jahre nachdem der Begriff zuerst mal erwähnt wurde. Und das ist sehr unterschiedlich, jede Firma zeigt ein bisschen anders, aber es geht meistens in die Richtung. Elon Musk hat etwas anderes vorgeschlagen, aber jetzt versuchen die meisten Firmen mit Magneten zu schweben und sich anzutreiben. Die Röhredurchmesser gehen von 3 bis 4 Meter und wir erzeugen dort die wir normalerweise haben. Die Strecke, die sich lohnen, sagen die Firma zwischen 150 und 1500 Kilometer und die Maximalgeschwindigkeit etwas in dem Bereich 800, 1200. Was bedeutet das? Zum Beispiel nehmen wir Virgin Hyperloop, eine der größten Hyperloop-Firmen so weit. Er vorschlägt mit ein paar Berechnungsdaten, sowas mit Hyperloop möglich wäre. So ein Vergleich von Hyperloop ganz oben mit anderen Verkehrsmitteln. Insgesamt Zeit, bis du zum Punkt kommst, Wartezeit und alles zusammengezählt, wie lange brauchst du von München nach Berlin. Aber so eine lange Strecke existiert nicht. Was zurzeit existiert, ist das. 1,2 Kilometer lange Strecke, die jedes Jahr einmal zur Verfügung stehen für Studenten, um seine Idee zu testen. Bei SpaceX in den USA. Jo. Was bedeutet eigentlich das für uns als Gruppe? Erzählt mein Kollege Toni Lüttich. Okay. Wir möchten, was wir von TUM Hyperloop speziell für das Projekt Hyperloop beitragen, an dem sich viele andere studentische Gruppen beteiligen, Forschungsteams, Firmen inzwischen sogar. Was machen wir, um Hyperloop voranzutreiben? Wie hat alles angefangen? So, hier auf dem Bild kann man sehen, die Kollegen in der letzten Reihe vorne kann man natürlich sehen. Es war etwa das Jahr 2015, bitte nicht übel nehmen, wenn ich mich täusche, als sich eine Gruppe von Studenten der TU München gefunden hat und beschlossen hat, hey, lasst uns an der SpaceX Hyperloop Pod Competition teilnehmen. Das haben sie tatsächlich getan, haben für die Competition einen Prototypen gebaut, liebevoll Pod 1 genannt, mit dem sie im Frühjahr 2017 bei der ersten SpaceX Hyperloop Pod Competition teilgenommen haben. Dabei haben sie sich sehr stark orientiert an dem Design, was Elon Musk in seinem White Paper vorgeschlagen hat, sind nach LA gefahren,
und sind durch die Röhre gerast und haben eine atemberaubende Geschwindigkeit von 94 km/h erreicht. 94 km/h, wieso? Damals bei diesem ersten Wettbewerb, da ging es nicht darum, maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Es ging um Proof of Concept und zu zeigen, dass es möglich ist, verschiedene Komponenten zu nehmen und zu einem neuen, noch nicht vorhandenen Gesamtsystem weiterzuentwickeln und zu integrieren. Und das ist, was das damalige erste Team gemacht hat. Sie haben ein magnetisches Schwebesystem gebaut, sie haben Elektronik- und Batteriesysteme entwickelt, die vakuumdicht sind. Sie haben einen Kompressor verwendet, der aus einem alten Militärjet abgeklaut wurde, ich weiß es nicht. Nun gut, genau, das wurde gemacht. Dafür haben wir auch den Best Performance in Flight Award bekommen und somit auch den ersten Platz erreicht bei der ersten SpaceX Hyperloop Pod Competition. Ein paar Monate später fand die zweite Competition statt. Dazu haben wir einen zweiten Prototypen gebaut, wieder liebevoll Pod 2 genannt. Und die Randbedingungen haben sich ein bisschen geändert. Ab sofort ging es bei dem Wettbewerb nur noch um ein Ziel, und zwar das Erreichen maximaler Geschwindigkeit. So, nun mussten wir ein paar Optimierungen vornehmen. Wie Sie sehen, dadurch, dass wir jetzt maximale Geschwindigkeit erreichen möchten, haben wir beschlossen, starken Antrieb einbauen. Und das haben wir gemacht. Wir sind wieder im Sommer 2017 nach LA gefahren zu SpaceX, haben Aktiv angetreten und haben mit dem Prototypen 324 km/h erreicht. Es wird noch besser. Es wird noch besser. Kurz darauf wurde die Hyperloop Pod Competition Teil 3 angekündigt. Und was haben wir gemacht? Natürlich beworben, angemeldet, hingefahren, Prototypen gebaut. Wir haben uns sehr stark am Design des Vorjahres orientiert, weil es sich scheinbar bewährt hat. Wir konnten uns wieder durchsetzen gegen die Konkurrenz. Haben geguckt, wo man ein bisschen was optimieren könnte, was man so ein bisschen feintunen könnte und haben praktisch Pod 2 evolutioniert zu Pod 3. Und hier kann man erneut das Siegerteam sehen, der SpaceX Hyperloop Pod Competition 2018. Mit diesem Prototypen haben wir 467 km/h erreicht. Aber es kommt noch besser. Genau, also ich will gar nicht zu sehr auf jetzt Pod 1, 2, 3 eingehen, weil ich glaube, dieses Bild fasst das ganz gut zusammen, was wir gebaut haben und erreicht haben. Was Sie hier rechts in diesem eingerahmten Bild sehen können, das ist ein Innovation Award. Den Innovation Award haben wir bekommen für ein besonderes Projekt, denn wir von TUM Hyperloop sehen Hyperloop nicht nur als Racing, sondern wir nehmen das tatsächlich ernst und betreiben ein Forschungsprojekt und haben dementsprechend auch ein eigenes Research-Team in unserem Team, das an der Entwicklung eines funktionsfähigen, runterskalierten Hyperloop-Prototypen arbeitet. Dieses können Sie hier in Aktion sehen. Und das ist eine Sache, die uns von vielen anderen rentischen Teams auf der Welt unterscheidet. Diese klare Trennung zwischen Racing, Power, Geschwindigkeit und tatsächliche Machbarkeitsstudien, Skalierbarkeit und. Eine weitere Sache, auf die wir auch sehr stolz sind, ist unsere Teststrecke hier am Campus Garching, die uns von der TU München gebaut wurde. Die ist für uns sehr wertvoll, also ich meine, bis auf diese Strecke ist die einzig andere Hyperloop-Strecke, die es momentan gibt, bei SpaceX in Los Angeles. Das heißt, wir hätten keine Möglichkeit, unseren Pod zu testen, bevor wir nach Los Angeles fahren. Deshalb nutzen wir diese Strecke auch zum Testen. Dieses Foto ist im Morgengrauen entstanden, nicht weil wir gerne früh aufstehen, sondern weil wir gerne spät schlafen gehen. Die Geschichte war folgende. Dieses Foto ist entstanden etwa 2 Stunden bevor der Verpacker kam, um den Pod abzuholen, zu verpacken und nach Los Angeles zu verschiffen. Das heißt, es gab eine Phase, die nannten wir 3 Tage wach, um den Pod tatsächlich fahrtauglich zu bekommen, bevor er verschifft wurde. Ist uns auch gelungen. Wir sind gefahren, 2 Stunden bevor der Verpacker kam, direkt in die Verpackerkiste zum Flughafen nach Los Angeles. Und was dort passiert ist, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen.
Und diese Geschichte, die Sie soeben gesehen haben, möchten wir mit dem diesjährigen Team weiterführen. Denn nur als Team, achso, das sind Lisa Küpper und ich. Ich müsste uns auch mal sozusagen vorstellen. Also das sind Lisa Küpper und ich, Anna Wendt. Und wir möchten Ihnen heute etwas über das Team, welches hinter dem diesjährigen Wettbewerb steht, erzählen. Und wer steht eigentlich hinter TUM Hyperloop? Hinter TUM Hyperloop stehen 51 Gesichter. Diese 51 Menschen haben alle unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Kenntnisse. Und was dabei noch am faszinierendsten ist, wir kommen zudem aus 20 verschiedenen Ländern und diese wiederum aus 3 verschiedenen Kontinenten. Dabei, hier sehen Sie, wer hinter diesem Team steht. Dabei noch ganz besonders ist, dass wir insgesamt das Wissen von 7 Fakultäten miteinander verbinden. Und dabei sind das nicht nur Fakultäten, die man jetzt für ein Hyperloop-Projekt als sozusagen erwartbar einschätzt, zum Beispiel Maschinenbau oder Elektrotechnik, sondern auch Fakultäten wie zum Beispiel Bauingenieurswesen, Management oder auch Gesundheitswissenschaften. Und diese ganzen 51 Menschen müssen organisiert werden. Genau. Und die Organisation erfolgt grundsätzlich erstmal durch unseren Vereinsvorstand, der die grobe Organisation übernimmt. Dann darauf folgend gibt es eine TUM Hyperloop Teamleitung, die eben sich primär auf das jetzt nur existierende TUM Hyperloop Team fokussiert. Wir werden unterstützt von Advisern, Beratern aus den letzten Teams, die sich nicht davon losreißen konnten, das Team zu verlassen, komplett. Helfen uns, wenn wir Fragen haben, die sie beantworten können, versuchen ja einfach ihr Know-how uns weiterzugeben und dann natürlich die erwartbaren Subsysteme, in die wir strukturiert worden sind, kleinere Teams, die eben an die Anforderungen an den Prototypen angelehnt sind, wie zum Beispiel das Bremsensystem, das Antriebssystem, dann unser Elektronikteam und das Batteriesystem-Team und genau, und ja, in der Folge auch Business. Genau, und natürlich auch ganz wichtig das Strukturteam, was eben die Struktur bildet, die alles zusammenhält am Ende, ohne die wir nicht fahren könnten. Genau, und dann gibt es noch, was zu erwähnen ist, unser Research-Team, das eben ein komplettes Hyperloop-System in einem kleinskaliert baut und um zu beweisen, dass Hyperloop auch wirklich machbar ist. Genau, und trotz dass wir solche kleinen Subsysteme sind wir doch übergreifend erstmal ein ganzes Team. Jeder arbeitet mit jedem auch zusammen, subsystemübergreifend und jeder vertraut jedem und genau, jeder hilft, wo er kann. Doch das war nicht immer so. Hier sehen Sie ein Foto von unserem ersten Team-Meeting, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben und ich glaube, man sieht, dass wir alle noch etwas verwirrt reinschauen und noch nicht so richtig wissen, was uns eigentlich für eine enorme Arbeit die nächsten Monate erwarten wird. Und was dabei eigentlich noch am witzigsten ist, wir tragen alle noch Namensschilder. Das heißt, wir kannten uns alle nicht und hätten nicht sagen können, hey, Lisa, kannst du mir das mal rüberreichen? Genau, und der erste große Wendepunkt war unsere erste SpaceX-Abgabe an Dokumenten, unser Final Design Package. Und wie jeder weiß, Dinge entstehen immer auf die letzte Minute, auf die letzte Woche hier in dem Fall. Das war der erste große Moment, wo wir wirklich 24/7 eine Woche lang aufeinander gesessen haben, um dieses Dokument fertigzustellen. Und da sieht man schon, dass wir schon ein bisschen näher zusammengerückt sind eben. Und der große Wendepunkt war wirklich dann unser Teambuilding, wo wir das erste Mal ein Wochenende
unabhängig von Hyperloop Arbeit zusammen verbracht haben und wir wirklich 24 Stunden, 2 Tage lang aufeinander gehangen haben. Wir haben teambildende Spiele gemacht, um uns eben besser kennenzulernen, besser zu vertrauen und genau, um das Team einfach zu stärken. Und mit diesem neuen Teamzusammenhalt konnten wir nicht nur viel effizienter arbeiten, sondern hatten auch eine Menge an Spaß. Hier sehen Sie zum Beispiel auf der linken Seite, wie wir die Oriolformen geschnitten haben, welche dann für die Herstellung von Mainbeam verwendet werden. Oder auf der rechten Seite, wie wir unsere Testtrack wieder instand setzen. An dieser Stelle, obwohl es der Toni schon erwähnt hat, möchten wir uns nochmal vielmals bei der TU München bedanken dafür, dass wir die Möglichkeit haben, eine solche Teststrecke zu haben. Und über diese praktische Arbeit hinaus ist es auch eine Menge an Büroarbeit hinter diesem ganzen Projekt. Also es ist Simulation und sehr viel Organisation. Und wir haben in diesem Jahr die Möglichkeit erhalten, von MSE ein Büro zu bekommen und in diesem unseren Pod sozusagen zu simulieren, zu konstruieren und letztendlich umzusetzen und diesen Tag heute zu ermöglichen. Vielen Dank an dieser Stelle. Genau, und dann zu guter Letzt von unserer Seite ein Bild vom letzten Wochenende. Es könnte auch jeder andere Tag gewesen sein. Jeder Tag sah gleich aus in der letzten Woche. Das ganze Team hockt aufeinander hier vor unserem aber vor dem Makerspace. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an das Makerspace, das uns die Werkstatt zur Verfügung stellt, unseren Pod dort zusammenzubauen, noch weiter zu verbessern und eben auch noch erwähnenswerterweise über ihre eigenen Öffnungszeiten hinaus uns ermöglicht, dort zu sein. Vielen Dank dafür und genau, das waren die letzten Schritte vor heute. Und genau, und um unser Ziel zu erreichen, und zwar die Leistung vom letzten Jahr noch zu überbieten, mussten wir natürlich viel verbessern an unserem System und was genau wir da gemacht haben, das wird Ihnen Johannes Unger, unser technischer Teamleiter, jetzt ein wenig erläutern. Ja, vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, Anna. So, nachdem wir jetzt erfahren haben, wer wir sind, was unser Verein macht und was wir eigentlich tun. Das Team wird sich jetzt ein bisschen in technischeren Teil überleiten. Am Anfang werde ich jetzt mal erklären, was die Pod Competition eigentlich ist und was geht es da genau. Die Pod Competition, die SpaceX Hyperloop Pod Competition, wird organisiert von SpaceX und The Boring Company, 2 Firmen von Elon Musk. Und der hat sich überlegt, ja, ich baue jetzt einfach mal eine 1,2 Kilometer lange Stahlröhre direkt neben seinem Firmengelände in Los Angeles und mache einen Studentenwettbewerb draus. Und genau daran nehmen wir teil, mit vielen anderen studentischen Teams weltweit. Das einzige Ziel bei diesem Wettbewerb ist jetzt die maximale Geschwindigkeit mit erfolgreichem Bremsvorgang. Das ist die einzige, er will einfach Geschwindigkeit. Und ja, wir waren ja letztes Jahr schon relativ erfolgreich, würde ich sagen, aber irgendwie so super zufrieden waren wir dann irgendwie doch nicht, weil da ging noch mehr. Wir wussten, dass da noch mehr geht, also rein vom Motor her kann man da noch mehr Leistung rausholen. Und da ging es jetzt quasi im Nachgang nach diesem Wettbewerb erstmal daran zu analysieren, was waren denn die limitierenden Größen jetzt rein von der Leistung her. Da war ein größerer Knackpunkt, waren die Motorcontroller, sozusagen die Steuereinheit für den Motor. Einfach gesagt, die waren zu klein und jetzt haben wir größere. Also, ja. Genau. Wir hatten auch noch lange überlegt, unser Konzept kritisch beurteilt. Ist es noch das Beste oder sollen wir umsatteln? Wir haben verschiedene Konfigurationen durchgespielt, aber wir kamen zu dem Schluss, dass das, was wir aktuell verwenden, ist so für diesen Wettbewerb das Nonplusultra. Jetzt ging es halt darum, unser System weiter zu verbessern und vor allem mehr zu testen.
weil letztes Jahr, das war alles ziemlich kurz vor knapp fertig geworden und da ist es ein bisschen kurz geraten mit dem Testen. Und das war der große Punkt, den wir dieses Jahr eben verbessern wollten. Das ging los beim Testen der Motorcontroller. Gleich von erster Stunde weg. Wir hatten ja alle Teile schon da, auch die Teststände, und wir haben erfolgreich getestet. Das war bei unserem Motorcontroller-Hersteller, da sind wir mal hingefahren, 3 Tage lang durchgetestet, das ist relativ effektiv, und haben dann sage und schreibe 40 Kilowatt aus einem Motor geholt. Stimmt's, Faruk? Ja. Und das war so der erste große Meilenstein. Also da haben wir gewusst, okay, wir können wirklich diese Power aus dem Motor rausholen. Und das haben wir letztes Jahr eigentlich nie bewiesen vorher. Wir haben geglaubt, ja, das könnte gut gehen, aber da haben wir erstes Mal, im Januar war das bewiesen, okay, das schaut gut aus, wir sind auf einem guten Weg. Dann, was muss man noch testen? Bremsen natürlich. Da gibt es jetzt die Problemstellung, wo gibt es so einen Teststand, wo man mit den Geschwindigkeiten, die was wir erzielen wollen, testen kann. Gibt es nicht. Also so Formel 1 Teststände, die gehen vielleicht bis 380 km/h so um den Dreh, aber wir fahren dann doch ein bisschen schneller, das heißt, wir müssen was Eigenes bauen. Was man hier sieht, da gibt es ein paar lustige Geschichten, das ist der BFTB, der Big Functional Test Bench. Genau. Und das ist, ja, das war letztes Jahr haben wir den schon gebaut. Das war vielleicht etwas überambitioniert, weil wir haben das Ding, das wiegt da ca. 1200 Kilo, mit nach LA genommen. Und dann ging es aber die Zeit aus, dass wir das Ding überhaupt betreiben. Kann man wieder zurückgeben. Das wollte man vermeiden, dass es wieder irgendwie leer in der Gegend drum steht, wir wollen da Bremsen testen. Und wie man schon sieht, gibt es da einen Laser. Ja. Hier sieht man schon, das ist die Scheibe vom Bremsenteststand. Der Rest, der ist überflüssig, aber zumindest vorne können wir Bremsen testen. Ganz einfach gesagt, das ist ein Schwungmassenspeicher. Eine Welle mit großen Schwungmassen drauf, da ist der Motor, in dem betreiben wir das Gerät, und da sind die Bremsen noch etwas versteckt, weil da kommen wir später dazu. Jetzt zum BFTB nochmal. Es ist immer lustig, wir sind da im Makerspace gerade bei dem Bild und wir arbeiten so vor uns hin und da gibt es immer die Prozeduren und ständig kommen Leute vorbei und fragen dann so, hey, ist das der Hyperloop? Ja klar, das ist der Hyperloop. Ist es nicht, also man kann die Leute dann nur verscherzen. Ich finde es immer ganz lustig. Ich steige dann drauf ein, es ist nicht der Hyperloop, das ist nur ein Teststand. So, ja. Genau, dann haben wir noch Batterien. Batterien, die haben letztes Jahr sehr, sehr gut funktioniert. Man muss sagen, so die gegenwärtigen Entwicklungstrends von Batterien sind ja hohe Energiedichte. Ich will viel Energie und wenig Gewicht, aber das schneidet sich ein bisschen mit unseren Interessen, weil wir wollen eigentlich viel Leistung und wenig Gewicht. Also viel Strom aus den Batterien ziehen bei wenig Gewicht. Und meistens, also wie es da ist, wir haben ganz viele Battery Packs, aber halt viel mehr Energie als notwendig. Und wir wollen eigentlich mit dem Leistungsgewicht, das ist die bestimmende Größe bei so einem Beschleunigungswettbewerb, hochkommen. Und wir haben da was ziemlich Geiles gefunden. Also wir haben jetzt mehr Strom, wir haben viel weniger Gewicht. Und ja, also ich will es bei dem belassen, ich will der Sophia nicht zu viel wegnehmen. Und ja, so, dann darf ich jetzt die Subteamleiter auf die Bühne bitten für das Unveiling.
Ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn ich das sehe. So, das Erste, was man sieht, wenn man den Pod anschaut, ist die Außenhülle. Die Shell hat eine Stromlinienform, die sorgt, dass wir den geringsten Widerstand in der Erde haben. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil wir damit 6% schneller fahren können. Und wie wir alle wissen, jedes Prozent zählt. Aber was ist unter der Shell? Es gibt so viel unter der Shell. Das gehen wir jetzt zusammen durch. Ich stelle es mir immer gerne vor wie ein Puzzle, wie ein sehr großes, komplexes Puzzle, wo jede einzelne Komponente perfekt positioniert ist, sodass es kompakt ist und auch montagegründlich. Weil wenn du eine Bremse um 2 Uhr morgens tauschen willst, müsste man Frühstück nicht dieselbe Bremse aufschrauben. Das ist sehr wichtig. Und was ist das Kern? Was hält alles zusammen? Das ist unsere Hauptstruktur, das ist unser Chassis. Unser Chassis ist gemacht aus Carbon und es ist sehr wichtig, dass es steif ist und dass es alle die großen Kräfte im Wettbewerb, im Rennen aushält. Wie schafft man das nur? Es muss auch leicht sein. Wie schafft man das alles nur? Wie viel glaubt ihr, dass es wiegt? Ich sag's euch. Es wiegt 5,6 Kilogramm. In einem gesamten Pod von ungefähr 70 Kilogramm. Wie schafft man das nur? Ich sag's euch auch. Das schafft man mit einer Sandwich-Produktion. Nicht alles ist Carbon. Wir haben fast überall Schaumkern und wir haben die Bereiche, die am meisten Kräfte aufnehmen müssen, für steif mit Carbon entsetzt. Und jede Linie, das kann man auch sehr gut hier sehen, jede Linie, jede Ecke, jede Kante, jede einzelne Bohrung, jedes Grammmaterial, alles ist optimiert, ist ewig durchgedacht. Das ist alles. Wir haben so viel Zeit und so viel Motivation, so viel Liebe daran getan. Das, ja, und das. Jetzt will nur die Frage, jetzt haben wir die Struktur gesehen, jetzt will nur die Frage, wie fährt der Pod. Ich gehe meine Kollegen weiter. Um auf den 1,2 Kilometern Strecke hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, braucht man eine sehr hohe Beschleunigung. Um eine hohe Beschleunigung zu erreichen, braucht man eine sehr hohe Leistung. Mit einer Gesamtbatteriemasse von 25 Kilogramm hatten wir letztes Jahr eine Gesamtpeak-Leistung von 112 Kilogramm. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich dieses Jahr unsere Batteriemasse von 25 auf 20 Kilogramm reduziert und dabei hat sich die Leistungsdichte auf 320 Kilogramm. Damit haben wir unsere Leistungsdichte verdreifacht. Das erreichen wir, indem wir über Zelle in der Strom ziehen, bei einer gesamthöheren Spannung. Und die Struktur unserer Batteriebox ist viel leichter und kompakter. Wir benutzen viel leichtere Materialien. Wir benutzen als Beispiel anstatt Kupferleitungen benutzen wir Aluminium für die Leitungen innerhalb der Batteriebox. Dabei haben wir einzelne Zellen. Wir konfektionieren diese Zellen in 2 Batterieeinheiten. In dem Bild kann man eine von diesen beiden sehen. Diese Zellen sind essentiell, um unseren 8 Motoren mit Energie zu versorgen.
Leistung aus unseren Motoren gewinnen zu können, brauchen wir selbstverständlich auch 8 Motorradteileinheiten. Die Leistung reiner 20 Kilowatt wurde bereits erwähnt. Das entspricht ungefähr 430 PS für 66 Kilogramm. Und wie schaffen wir es überhaupt, diese riesige Leistung? Kompakter und stabiler gestalten und konstruieren. Und diese Herausforderungen haben wir bewältigt, indem wir auch viel leichtere Materialien verwenden, zum Beispiel Aluminium. Und sagt, die sorgen für die seitliche Stabilisierung des Pods und sind dafür zuständig, dass der Pod immer mittig und gerade läuft. Aber was genau passiert danach, dass wir unsere maximale Geschwindigkeit erreicht haben, das erzählt uns Alex. Vielen Dank, Event. Das sind natürlich enorme Kräfte, die agieren da in den Antriebsmodulen. Aber alles, was sich beschleunigt, muss halt auch irgendwann zu einem Halt kommen. Und wie genau funktioniert das? Dieses Jahr bremsen wir wieder mechanisch, und zwar von oben und von unten, und verpressen die Schiene mit einer Normalkraft. Woher kommt diese Kraft? Wir haben ein Hochluftdrucksystem, was ihr hier entziehen könnt. Das ist ein komplexes System, was wir uns hier zusammengebastelt haben, aber natürlich so kompakt und handhablich wie möglich. Dieses Jahr hatten wir 2 Ziele, die sich auf 2 Worte zurückführen lassen. Leistung und Sicherheit. Wodurch kommt die Sicherheit? Wir haben uns entschieden, dieses Jahr mit 8 individuellen Körpern zu fahren. Jeder Körper komprimiert ein Gas und speichert somit eine Energie, die zu jeder Zeit abrufbar ist. So werden wir mit einem Spannungsverlust bremsen. Der Normalzustand der Bremsen ist, dass wir bremsen. Also die höchstmögliche Sicherheit. Behaltet das Bild einfach irgendwie im Kopf, das kommt gleich wieder. Der andere Punkt ist die Leistung. Was hat Bremsen mit Leistung zu tun? Jeder Meter, den wir später bremsen, ist ein Meter, den wir mehr beschleunigen können und ein Punkt, wo wir noch eine höhere Maximalgeschwindigkeit erreichen. Auf eine Sache, wie Johannes schon erwähnt hat, sind wir dieses Jahr besonders stolz, und das ist, dass wir viel getestet haben. Wir hatten relativ früh unseren Prototypen und, wie ihr gesehen habt, die Big Functional Test Bench. Es lief bis jetzt so, dass wir Formel-1-Teststände benutzt haben, wie Johannes schon erzählt hat. Aber wir bauen hier ja kein Formel-1-Auto, sondern ein Hyperloop-Pod. Und wir wollen uns nicht auf diese 380 km/h beschränken. So haben wir es also geschafft, unsere Testbench auf 700 km/h hochzufahren und von 700 km/h auf 0 km/h zu bremsen in 1,3 Sekunden. Das wäre jedoch nicht möglich ohne ein gutes Elektronikteam, welches das System kontrolliert, es bewacht und natürlich die Bremsen zum richtigen Zeitpunkt löst. Vielen Dank. So, vielen Dank, Alex. So, kommen wir nun zu der Low-Voltage-Elektronik. Sophia hatte vorhin schon die High-Voltage-Elektronik vorgestellt. Die ist im Prinzip eigentlich nur, also die ist dafür da,
unsere Motoren mit Strom zu versorgen. Allerdings haben wir einige Komponenten bei uns am Pod, die eine niedrigere Spannung benötigt. Und dafür haben wir unser komplettes Low-Voltage-System. Diese Komponenten sind bei uns die Navigationssensoren, unser pneumatisches Ventil und unsere Mikrocontroller bzw. unsere Controlboards. Insgesamt haben wir 6 verschiedene Controlboards, die unterschiedliche Systeme unseres Pods überwachen und den Pod dadurch auch steuern. Was man hier jetzt sieht, was da mit den Spaghettis ein bisschen eingekreist ist, ist unser Mainboard. Das Mainboard ist mit allen Subsystemen verkabelt. Das heißt, wir sind vom Mainboard aus mit unseren Bremsen verkabelt, mit unseren Navigationssensoren, da das Mainboard am Ende dafür zuständig ist, unseren Lauf völlig autonom auszuführen. Das machen wir deshalb, weil wir maximal 12 Sekunden fahren werden und wir in dieser Zeit nicht auf Fehler reagieren können. Deshalb müssen wir auf unserem Mainboard entscheiden, welche Sensoren sind fehlerhaft und müssen wir deshalb bremsen aus Sicherheitsgründen oder können wir dann noch weiterfahren. Was Sie dahinter sehen, ist unser Telemetrieboard. Das Telemetrieboard ist dafür zuständig, dass wir eine Verbindung aufbauen können von unserer Groundstation, das ist der Laptop, außerhalb der Röhre und unserem Pod. Dann können wir immer noch manuell den Run abbrechen, beziehungsweise können wir den Pod konfigurieren, bevor es losgeht. Kommen wir nun zum nächsten Bild. Ja genau, also jetzt da hätte man gesehen, dass der Pod völlig komplett zusammengebaut ist. Wird man, glaube ich, gleich auch sehen. Genau, perfekt. Hier kann man ungefähr erahnen, wo die Kabel überall hingehen. Insgesamt werden wir 100 Meter Kabel verlegt haben, die alle einzeln geschnitten und auch verkrimmt werden müssen. Das ist relativ viel Arbeit. Dann im nächsten, also das kann man jetzt hier leider nicht sehen, aber wir benutzen als Navigationssensoren, benutzen wir Wheel Encoder. Das bedeutet, wir zählen die Drehzahl unserer Räder, damit wir daraus die Distanz abschätzen können. Wenn wir jetzt unseren Run starten wollen, schicken wir von unserer Groundstation ein Vorbereitungskommando. Das heißt, alle Subsysteme werden vorbereitet. Wir haben jetzt noch 5 Minuten bis zum Start. Unser High-Voltage-System wird vorgeladen. Wenn unser High-Voltage-System sagt, es ist fertig, werden unsere Navigationssensoren angemacht. Wir disengagen die Brakes, also wir disengagen die Bremsen. Und im nächsten Schritt, Entschuldigung, wir reden immer Englisch, deswegen weiß ich nicht mehr den deutschen Begriff dafür. Und im nächsten Schritt geht der Pod dann in einen Ready-Zustand über, wo man dann sagen kann, im Prinzip ist das Ding jetzt fertig und wir können dann jede Sekunde losfahren. Was dann passiert, das weiß eigentlich nur noch Johannes. So, ja, nachdem der Tim das Launch-Signal setzt, dann hoffen wir, dass wir krass beschleunigen und noch krasser bremsen, oder Alex? Genau. Nächste Folie. Genau. Was heißt das? Jetzt haben wir einen sehr interessanten Blick bekommen in die einzelnen Subsysteme, wie die zusammenspielen, wie die aufgebaut sind. Was heißt das jetzt in absoluten Zahlen? Was ist die aktuelle Simulation? Was sagt sie? Es ist, man muss sagen, nicht nur eine Simulation, was wir da gemacht haben, jetzt für die Top Speed, sondern auch, das sind getestete Werte. Also am Teststand alles verifiziert sozusagen. Und wir haben dann eine nette Grafik, die das jetzt gegenüberstellt, also Pod 3 und Pod 4. Wichtig, Pod 3 ist die rote Linie und Pod 4, der aktuelle, ist die blaue Linie. Ja. So, wir hoffen alle, dass wir die halbe Schallgeschwindigkeit knacken ungefähr. Wir sind sehr, sehr zuversichtlich.
ja, wir hoffen das Beste und ich gebe jetzt weiter an, wer kommt als nächster? Dominik, genau. Vielen Dank, Johannes. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Dominik Radek. Ich habe letztes Jahr an dem schwebenden Pod, dem Left-Pod, mitgearbeitet. Und es war auch relativ erfolgreich. Wir haben dann eben auch so einen Innovation Award dafür bekommen. Und dieses Jahr hat SpaceX dann aber gemeint, sie bieten keinen so einen Wettbewerb mehr an. Und dann haben wir entschlossen, wir finden das Hyperloop-Konzept an sich trotzdem sehr spannend und wollen auf jeden Fall daran weiterarbeiten und haben dann eben ein Research-Team gegründet, wo wir jetzt seit Anfang November sehr, sehr viele Stunden und Nächte reingesteckt haben in eine ganz tolle Entwicklung. Am Anfang möchte ich jetzt aber noch mal kurz ein Video Ihnen zeigen, wie wir uns jetzt eigentlich das Hyperloop-Konzept in Zukunft vorstellen. Es unterscheidet sich ein bisschen von dem, was sonst so bei den Hyperloop-Firmen zurzeit angesagt ist. Vielen Dank. Also wie Sie gesehen haben, der ferne Ausblick, wie es eben in vielen Jahren aussehen kann, ist tatsächlich, dass es ein Transportsystem geben soll, das individuell ist, autonom ist und trotzdem eben sehr wirtschaftlich und mit sehr hoher Geschwindigkeit fahren kann. Wie sowas dann in Zukunft ausschauen wird, ist es, dass erstmal auf irgendeiner Firmengelände Teile transportiert werden, dann über mehrere Jahre auch über längere Strecken dann Teile transportiert werden können. Sehr klein, also die Röhre soll nur 1,5 Meter sein, dass dann später, wenn man dann irgendwann mal die Zulassung hat für auch Personen, also 1 bis 2 Leute da drin fahren können. Und dann, noch weiter in die Zukunft gesehen, ist dann eben so die Vorstellung, dass man eben wie eine Wasserröhre eigentlich dann jeder in seinem Haus so eine Vakuumröhre hat und sagt, okay, er kann jetzt 500 Kilometer zur Arbeit jeden Tag fahren oder mein Amazon-Päckchen ist in 10 Minuten da. Aber wir würden nicht Next Prototypes heißen, wenn wir hier nur labern würden. Deswegen haben wir gesagt, wir bauen das Ganze und dazu möchte ich jetzt auch mal das ganze Research-Team auf die Bühne bitten. Um jetzt so einen Hyperloop, einen echten Hyperloop zu bauen, braucht es ganz viele Sachen. Wir haben Leute, die Magneten simulieren, wir haben echt anspruchsvolle Elektronik an Bord, die sehr schnell sein muss, die hohe Ströme handeln muss. Wir haben natürlich eine Struktur, die gebaut werden muss und wir haben jetzt dann hier für die Fakultät ganz komisch auch Bauingenieure am Werk, die eben nicht nur eine Maschine bauen, sondern wirklich ein Bauwerk, die Röhre an sich. So, jetzt würde ich Sie bitten, machen Sie mit uns den Countdown und geben Sie uns den Applaus, den wir verdient haben für die Arbeit, die wir jetzt da so lange reingesteckt haben. Also 3, 2, 1.
Ja, ein Großteil von dem Team ist wirklich die letzten 4 Tage eigentlich im Makerspace Tag und Nacht gewesen. Die meisten haben es jetzt kurz vorm Rollout auch noch geschafft, sich zu duschen. Aber das Ding steht da und wir sind echt extrem stolz. Und ich werde jetzt dann auch mal noch kurz auf die Technik eingehen, was jetzt wir eigentlich da gebaut haben. Also es ist tatsächlich ein echter Hyperloop. Wir haben ein System gebaut, das Vakuum halten kann, das ein magnetisches Schwebe- und Antriebssystem hat und das Ganze aber skaliert. Also wir haben gesagt, das ist jetzt ungefähr Maßstab 1:5, so dass wir dann bei dem Maßstab ankommen, den wir so anpeilen bei 1,5 Metern später. Genau, und so sieht der komplette Ring unserer Röhre dann aus. Es ist ein Ring mit 5 Meter Durchmesser und der Röhrendurchmesser sind 30 Zentimeter. Man sieht hier auch ein Originalsegment jetzt vorne liegen. Diese Segmente sind aus Beton. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es ein Kostengrund. Wir haben versucht, wenn wir es skalierbar machen wollen, die Strecke so billig wie möglich zu machen, weil das sind nämlich die größten Kosten, die Schiene eigentlich. Der andere Grund ist, mit dem wir dann so erst mit der Zeit draufgekommen sind, es ist machbar, einen Magnetschwebezug zu bauen, aber es ist extrem anspruchsvoll, einen Magnetschwebezug zu bauen, der über eine Kurve fährt. Und da hilft uns der Beton einfach, weil wir gießen können und in quasi jede Form annehmen können. An dem Beton wurde auch wirklich jetzt noch viel rumentwickelt. Das ist ein spezieller Ultra High Performance Concrete mit einer eigenen Mischung. Die Formen wurden extra für uns gefräst und genau, jetzt wird aktuell diese Röhre am Parkplatz draußen aufgebaut, können Sie gerne später auch mal noch vorbeischauen und dann ja, in LA und danach dann auch noch getestet. Wenn man jetzt in ein so ein Segment reinschaut, sehen wir zum einen das Betonsegment, die werden aneinander gesteckt und dann versiegelt und wir haben einmal oben eine Stahlplatte und damit hängen wir uns mit dem Pod dran. Also wir hängen quasi und stoßen uns nicht ab. Und diese Platte oben enthält auch gleichzeitig den Antrieb. Das muss man machen, weil man ab 300 km/h funktioniert das mit diesen Schleifkontakten, die man jetzt bei der U-Bahn hat, eigentlich nicht mehr. Deswegen baut man den Antrieb in die Röhre und kann so dann die Energie ins System bringen. Seitlich haben wir auch noch so Stabilisationsplatten. Der Pod zentriert sich zwar eigentlich über den Antrieb schon von alleine, allerdings haben wir so eine steile Kurve, dass wir eben noch extra Kräfte für die Zentrifugalkraft eben brauchen. Dann kommen wir zum Pod. Der kleine süße Pod, man sieht gleich, Hauptbestandsmerkmal sind die Spulen oben, die wir eben zum Schweben verwenden. Wenn man jetzt innen reinschaut, sieht man, wie genial einfach das System ist. Also für einen Maschinenbauer, es ist eigentlich fast ein bisschen langweilig. Wir haben die Spulen, wir haben Abstandssensoren, Batterien und ein ziemlich komplexes Board und dann eben die Struktur, die das Ganze zusammenhält. Es gibt kein bewegliches Teil und es wird auch im Original dann später so sein, außer vielleicht eine Tür. Es gibt keinen Verschleiß, es gibt keine Berührung zwischen der Schiene und dem eigentlichen Pod. Man kann auch im Stillstand schon schweben. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich habe schon angedeutet, diese gelben Teile sind Spulen, die um einen Stahlkern gewickelt sind. Außerdem ist in der Mitte von jeder Spule auch noch ein Permanentmagnet und der erzeugt so einen Offset. Diese Magneten, die Permanentmagneten sind so simuliert und ausgelegt, dass man beim nominalen Abstand von 7 mm die Kräfte von den Magneten genauso groß sind wie die Masse vom Pod. Das heißt, theoretisch wird quasi keine Energie gebraucht, um zu schweben. Die einzige Energie, die man braucht, ist eben für den Controller. Also je schneller der Controller ist, desto weniger Energie wird dann gebraucht. Die Spule kann das Feld vom Magneten entweder stärken oder abschwächen und je nach der Distanzmessung dann eben richtig reagieren. Ganz wichtiger Bestandteil, das sieht man jetzt hier schon, ist eben die Elektronik, die zum einen sehr schnell sein muss, um eben auf die Änderungen in der Distanz schnell zu reagieren und zum anderen dann auch für kurze Zeit relativ hohe Ströme durch die Spulen schicken müssen. Und dann, was eben auch noch wichtig dazu kommt, ist die Software. Das ist ein sehr komplexer Controller, der versucht, möglichst schnell und stabil immer wieder den gewünschten Abstand einzustellen und zusätzlich gibt es dann auch noch eine Kommunikation
zwischen jedem Segment von der Röhre, dass der Pod immer weiß, wo er gerade ist und welche Geschwindigkeit er gerade hat. Damit sind wir jetzt schon langsam Richtung Ende unseres Vortrags. Es gibt noch ein Video. Habt ihr noch Lust auf ein Video? Also in dem folgenden Video wollen wir einmal noch zusammenfassen, wie eben die Arbeit bei uns abläuft und was wir so im letzten halben Jahr getrieben haben. Soles of my shoes are worn, the knees of my jeans are torn. Sweat coming through my shirt, keep pushing even though it hurts. I'm chasing what I know is true, there's nothing that I would not do. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute, no I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Look into my eyes, you know you're gonna see that fire. If you're standing in my way, it ain't gonna be your day. Bleed till I own this dream, build it like you've never seen. Even at the mountaintop, I'm never gonna ever stop. I won't wait another minute, no, I won't.